Das Mittelalter. Eine Zeit der Könige, Ritter und Kathedralen. Doch die größten Mächte dieser Ära waren nicht von Menschenhand gemacht. Vergessen Sie Drachen. Echte Monster aus Feuer und Stein schliefen unter der Erde. In diesem Video ranken wir die 5 gewaltigsten Vulkanausbrüche des Mittelalters. Ausbrüche, die so stark waren, dass sie das Klima des gesamten Planeten veränderten, Hungersnöte auslösten und den Lauf der Geschichte für immer prägten. Welcher Ausbruch war der folgenreichste? Finden wir es heraus. Unsere Reise zu den gewaltigsten Vulkanen des Mittelalters beginnt auf Platz 5. Wir reisen ins 13. Jahrhundert, aber nicht ins Europa der Ritter und Bogen, sondern hoch in die Anden des heutigen Ecuadors. Hier, inmitten blühender präkolumbianischer Kulturen, thronte ein Berg, den die Menschen für ewig hielten. Ein fataler Irrtum. Um das Jahr 1280 erwachte der Quilltoa mit unvorstellbarer Gewalt. In einer einzigen kataklysmischen Explosion, die als VEI 6 eingestuft wird, zerfetzte der Vulkan seinen eigenen Gipfel. Eine Aschesäule schoss Kilometer hoch in die Atmosphäre. Doch die tödlichste Waffe war das, was folgte: ein pyroklastischer Strom. Eine über 500 Grad Celsius heiße Lawine aus Asche, Gestein und giftigen Gasen, die mit der Geschwindigkeit eines Rennwagens die Hänge hinabraste und alles Leben unter sich begrub. Der Himmel verdunkelte sich für Wochen. Eine meterdicke Schicht aus Asche und Bimsstein erstickte das Land in einem Umkreis von Hunderten von Kilometern und löste einen regionalen vulkanischen Winter aus. Flüsse wurden vergiftet, Ernten vernichtet. Ganze Zivilisationen wie die der Jumbo wurden durch diese Katastrophe in ihrem Bestand erschüttert und für immer verändert. Die Zerstörung war total. Doch wo der Tod wütete, schuf die Natur ein Paradoxon von stiller Schönheit. Der eingestürzte Gipfel füllte sich über die Jahrhunderte mit Wasser und formte die heute weltberühmte Quillottoa Lagune. Ihr leuchtend türkises Wasser ist ein stiller Zeuge der feurigen Gewalt, die unter seiner Oberfläche schlummert und unseren 5. Platz markiert. Von der sengenden Hitze Südamerikas reisen wir nun in den eiskalten Norden. Platz 4 führt uns ins 10. Jahrhundert nach Island, in eine Zeit der Wikinger und der alten Götter. Doch vergesst das Bild eines klassischen Vulkankegels, der in den Himmel ragt. Was hier geschah, war weitaus unheimlicher. Dies war kein Berg, der explodierte. Es war die Erde selbst, die auf einer Länge von über 75 Kilometern aufriss. Die Wikinger nannten diesen Ort Eldgjá, die Feuerschlucht. Ab dem Jahr 939 quoll für Monate, vielleicht sogar Jahre, ein unaufhaltsamer Strom aus Lava aus diesem Riss. Es war kein Ausbruch, es war eine Blutung des Planeten. Ein apokalyptischer Feuervorhang schoss in den Himmel und ergoss fast 20 Kubikkilometer Lava über das Land, genug, um ganz England knöcheltief zu bedecken. Es war der größte bekannte basaltische Flutausbruch in der historischen Zeit. Aber der wahre Tod kam nicht durch das Feuer. Er kam auf leisen Sohlen und verbreitete sich über die ganze Welt. Mit der Lava entströmten gigantische Mengen an Schwefeldioxid. Diese Gase bildeten in der Atmosphäre einen dichten Schleier aus Aerosolen, der sich über die gesamte nördliche Hemisphäre legte. Chronisten in Europa, Irland und sogar China berichteten von einem permanenten, trockenen Nebel und einer stark abgekühlten Welt. Die Sonne war nur noch eine fahle Scheibe am Himmel. Die Sommer fielen aus. Die Ernten verdorrten auf den Feldern. Es folgten brutale Hungerwinter, Massensterben und soziale Unruhen. In Deutschland sprach man von der großen Hungersnot der Sonnenfinsternis. In Island selbst hatte die Katastrophe tiefgreifende kulturelle Folgen. Das berühmte isländische Gedicht Völuspar beschreibt eine Welt in der Finsternis, die stark an die Folgen der Eldgjá-Eruption erinnert. Für die Wikinger war es der Beginn von Ragnarök, der Götterdämmerung. Die alten nordischen Götter schienen machtlos gegen das Feuer aus der Erde. Historiker glauben, dass dieses Trauma den Widerstand gegen eine neue Religion brach und entscheidend den Weg für die Christianisierung Islands im Jahr 1000 ebnete. Ein Riss in der Erde, der nicht nur das Klima, sondern auch den Glauben eines ganzen Volkes für immer veränderte. Das ist Platz 4. Für unseren 3. Platz verlassen wir die Feuerspalten Islands und reisen weit in den Osten,
an die Grenze zwischen dem mittelalterlichen China und dem koreanischen Königreich Koryo. Dort ragt ein Berg in den Himmel, der unter vielen Namen bekannt ist: Paektu oder auch Chongbai-shan. Im Jahr 946 nach Christus wurde er zum Schauplatz einer der gewaltigsten Eruptionen der Menschheitsgeschichte, der Jahrtausend-Eruption. Anders als die langsam ausfließende Lava Islands entlud sich hier eine vertikale, titanische Kraft mit einem geschätzten Vulkanexplosivitätsindex von 7, einer Stufe mit dem Tambora, schleuderte der Vulkan eine Säule aus Gas und über 100 Kubikkilometer Gestein und Asche bis zu 30 Kilometer hoch in die Stratosphäre. Die Sonne verschwand, der Tag wurde zur Nacht. Die vorherrschenden Winde trugen diese unvorstellbare Aschefracht nach Osten. Sie begrub weite Teile der koreanischen Halbinsel und trieb über das Meer bis nach Japan. Historische japanische Chroniken berichten von einem dumpfen Grollen, das tagelang vom Kontinent herüberkam, gefolgt von einem unheimlichen Phänomen. Es begann zu schneien, mitten im Herbst. Doch es war kein Schnee. Es war feine, weiße Asche, die das Land mit einer 5 cm dicken Schicht überzog, fast 1000 Kilometer vom Explosionszentrum entfernt. Obwohl sein direkter Einfluss auf das globale Klima geringer war als bei den noch folgenden Plätzen, war die schiere explosive Gewalt und das Ausmaß des Ascheregens regional absolut verheerend. Der Paektu-Ausbruch hat eine ganze Zivilisation unter sich begraben und hinterließ einen der tiefsten Kraterseen der Welt. Eine Demonstration roher, vertikaler Kraft, die sich Platz 3 redlich verdient hat. Unser zweiter Platz ist ein geologisches Mysterium, eine Detektivgeschichte. Lange Zeit sahen Klimaforscher in Eisbohrkernen aus beiden Polen einen gewaltigen Schwefelpeak um das Jahr 1453. Die Signatur war stärker als die des berühmten Krakatau, aber der Täter war unbekannt. Welcher Vulkan hatte die Kraft, den Himmel derart zu vergiften und dann quasi spurlos zu verschwinden? Die Antwort lag auf dem Grund des Pazifiks, im heutigen Vanuatu. Einst existierte hier eine große, bevölkerungsreiche Insel namens Kauai. Doch um das Jahr 1452 wurde diese Insel in einer der größten Eruptionen der letzten 10.000 Jahre buchstäblich vom Antlitz der Erde getilgt. Sie kollabierte in sich selbst und hinterließ eine riesige, 12 mal 6 Kilometer große Unterwassercaldera. Nur die mündlichen Überlieferungen der lokalen Bevölkerung, die über 500 Jahre von Generation zu Generation weitergegeben wurden, erzählten die Geschichte vom Untergang ihrer Heimat und führten die Forscher schließlich zur richtigen Stelle. Der Ausbruch schleuderte so viel Material in die Stratosphäre, dass sich ein geisterhafter, trockener Nebel über den Globus legte. In Schweden froren die Getreidefelder. In China wurden Chroniken über monatelangen Frost im Sommer verfasst. Und dann ist da die Sache mit Konstantinopel. Während der entscheidenden Belagerungen im Mai 1453 berichteten Verteidiger und Angreifer von einer unerklärlichen Finsternis und einem blutroten verhüllten Mond. Apokalyptische Omen. Es ist historisch umstritten, aber eine faszinierende Vorstellung. Hat ein Vulkan am anderen Ende der Welt, von dem niemand in Europa auch nur ahnte, die Moral der letzten Verteidiger des Byzantinischen Reiches gebrochen? Eine Eruption so gewaltig, dass sie eine ganze Insel auslöschte und zu einem Geist in den Geschichtsbüchern wurde. Ihre Folgen erschütterten Zivilisationen, die nie von ihrer Existenz wussten. Diese globale Reichweite und das schiere Ausmaß der Zerstörung machen Kauai zu unserer unangefochtenen Nummer 2. Wir sind am Ende unseres Countdowns angelangt. Die bisherigen Eruptionen waren gewaltig und haben die Geschichte beeinflusst. Aber sie alle waren nur Vorbeben. Denn was im Jahr 1257 auf der indonesischen Insel Lombok geschah, spielte in einer eigenen globalen Liga. Hier stand der riesige Vulkan Samalas, an dessen Engen das wohlhabende Königreich Lombok blühte. Alte Palmblattmanuskripte, die Babat Lombok, beschreiben eine hochentwickelte Zivilisation im Schatten des Berges, die nicht ahnte, dass sie auf dem Gipfel der Hölle lebte. Die Eruption des Samalas war die größte vulkanische Eruption der letzten 7000 Jahre, ein Ausbruch von wahrhaft apokalyptischer Gewalt, der auf dem Index die Stufe 7 von 8 erreichte. Die Aschesäule wurde über 40 Kilometer hoch in die Stratosphäre geschossen, an den Rand des Weltraums. Pyroklastische Ströme rasten nicht nur die Hänge hinab, sie überquerten das Meer und schlugen auf den Nachbarinseln ein.
Das Königreich Lombok wurde in einem einzigen Tag ausgelöscht, begraben unter Dutzenden Metern heißer Asche. Doch die wahre Katastrophe für die Welt begann erst, als die Asche sich legte. Die unvorstellbare Menge an Schwefel in der Stratosphäre bildete einen dichten Schleier um den gesamten Planeten, der den Sonnenlicht blockierte und reflektierte. Das Jahr 1258 ging als Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein. In London schrieb der Chronist Matthew Paris von unaufhörlichem Regen, katastrophalen Missernten und einer Hungersnot, die Zehntausende das Leben kostete. In ganz Europa starben die Menschen. In der Mongolei, in Japan, die Geschichte war dieselbe. Überall auf der Nordhalbkugel brachen die Gesellschaften unter dem plötzlichen Klimaschock zusammen. Aber dies war nicht nur ein schlechtes Jahr. Wissenschaftler sind sich heute einig, der Ausbruch des Samalas war der direkte Auslöser, der Startschuss für die kleine Eiszeit, eine globale Kälteperiode, die die Welt für die nächsten 500 Jahre im Griff haben sollte. Kein anderer Ausbruch des Mittelalters hatte derart weitreichende, verheerende und lang anhaltende Folgen. Er löschte nicht nur ein Königreich aus, er stürzte den gesamten Planeten in eine Klimakrise, die Hungersnöte, Seuchen und Kriege nach sich zog. Mächtiger als jeder Kaiser, folgenreicher als jede Schlacht. Die Eruption des Samalas von 1257 ist ohne jeden Zweifel der größte und folgenreichste Vulkanausbruch des Mittelalters, unsere unangefochtene Nummer 1. Diese Ereignisse zeigen uns, wie verletzlich unsere Zivilisationen gegenüber der gewaltigen Kraft unseres Planeten sind. Welche dieser Eruptionen hat dich am meisten schockiert? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn du mehr solcher KI-gestützten Reisen in die Vergangenheit unternehmen willst, dann abonniere KI mit Stil. Danke fürs Zuschauen.